Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, ich bin heute wieder mit Melanie unterwegs und zwar sind wir hier, ich zeige euch mal eben kurz die Aussicht, Nähe Harstad in Norwegen, und zwar ist das hier die Einfahrt Richtung dem Hafen. Wir sind jetzt hier auf so einer vorgeschobenen Halbinsel und befinden uns jetzt an einer weiteren Heeresküstenbatterie der Deutschen, die hier im Zweiten Weltkrieg entstanden ist, um im Zuge des Atlantikwalls alles hier abzusichern. Und ja, wir sind gespannt, was uns heute hier erwartet. Das ist die Heeresküstenbatterie Elksnes, richtig, 983. Und ja, wir sind einfach gespannt, was es hier gibt. Es gibt auf jeden Fall einen Leitstand, es gibt viele offene Bettungen. Das war ja, sage ich mal, hier im Norden so üblich. Da hat man weniger verbunkert, wie es halt ja, im Bereich des Atlantikwalls in Frankreich der Fall ist. Hier war halt auch noch sehr, sehr viel offene Bettungen. Also es gab auch hier wieder mehrere 15,5 cm Kanonen. Und ja, wir schauen uns einfach an, was es hier alles an Relikten gibt und werden das entsprechend dokumentieren. Also bleibt dran. So, wir bewegen uns hier einen kleinen Pfad diesen Hügel hoch, weil ihr müsst bedenken, das ist hier alles auf so einem Hügel gebaut und man sieht hier auch schon einzelne Strukturen. Es gibt auch diverse ja, Gebäude noch, die zusätzlich zu der Anlage gebaut wurden. Nicht nur die Unterstände und die Bettungen. Und hier sieht man auch schon wieder viel mit Bruchstein gebaut. Das war hier sehr üblich. Und diese Gebäude hat man natürlich der See abgewendet, gebaut. Also die Bettungen, also die Kanonen zeigten alle in diese Richtung. Und das sind diese Infrastrukturgebäude, die man dann praktisch im Rücken errichtet hat, so dass sie der See abgeneigt sind. Weil von hinten wäre praktisch der Beschuss gekommen, wenn es jetzt hier ein Gefecht gegeben hätte. Und somit wären diese Infrastrukturgebäude jetzt im Hinterland, sage ich jetzt mal, einfach nicht betroffen gewesen. Ja, man sieht relativ einfache Bauweise. Es ist zwar auch betoniert, aber ihr seht das ja hier, die Stärke ist jetzt nicht wirklich gravierend. Einfache Gebäude. Ich weiß jetzt aber nicht, was es halt genau gewesen ist. Ich denke mal einfach nur Unterkünfte dann in dem Moment. Für das Personal, das hat ja dann immer gewechselt. Je nachdem, wer dann halt Schicht hatte, die restliche Mannschaft hielt sich dann halt hier im Hintergrund auf. Hier oben seht ihr eine weitere Bruchsteinmauer. Wir werden uns jetzt aber erstmal einen Überblick verschaffen. Da geht nämlich gerade so ein schöner Pfad hier vor. Und dann können wir uns das Ganze nämlich einmal hier direkt von der Küste aus anschauen. Eine wunderschöne Gegend, Leute. Ja, und hier oben ist im Prinzip das Ganze versteckt. Man hat hier schon eine Bettung errichtet. Kann sein, dass das schon für eine der Kanonen gewesen ist, aber hier war auch ein Scheinwerfer installiert gewesen. Könnte also auch sein, dass hier an der Stelle ein Scheinwerfer gestanden hat. Das ist nicht ganz klar. Hier haben wir noch so eine alte Trassierstange. Aber die kann auch jüngeren Datums sein. So, also hier hatten wir doch recht. Wir haben eben nochmal nachgeschaut. Das war feldmäßig, ja, wurde da ein Scheinwerfer aufgebaut. Also nichts Großes, im Prinzip einfach nur abgestellt. Ich weiß jetzt nur nicht, welchen Durchmesser der Scheinwerfer jetzt hatte, was das für einer gewesen ist. Da gab es ja unterschiedliche, wir haben euch ja auch schon einige gezeigt. Das kann ich jetzt leider nicht beantworten, aber wir werden jetzt mal hier hochgehen und schauen, was wir da jetzt noch so finden.
Da haben wir dann doch wieder ein Relikt entdeckt. Was ist das denn hier? Sehr massiv. Kann natürlich von irgendeinem von diesen Rohren sein, die da drin verbaut gewesen sind. So, jetzt gehen wir mal hier hoch, was wir schon entdeckt hatten. Puh. Und geht's irgendwo rein? Oh, das ist ja cool, ja. Perfekte Aussicht. Das muss auch wieder so eins dieser Infrastrukturgebäude sein. Also ich sage jetzt Infrastrukturgebäude, weil das jetzt einfach nur irgendwelche zusätzlichen Gebäude, wo keine Ahnung, wo die Soldaten genächtigt haben bzw. gegessen haben. Was es jetzt genau im Einzelnen ist, kann ich nicht mehr feststellen. So, ich gehe einfach mal querfeldein. Das ist sowieso immer ein bisschen spannend, weil man kann dann auf dem Weg auch immer noch mal hier irgendwas finden, was vielleicht mal übersehen wurde, weil wie gesagt, wir packen jetzt hier halt keine Sondel oder irgendwas aus, aber vielleicht einfach mal so ein Bodenfund, so ein Oberflächenfund. Das wäre schon spannend, so wie gerade eben. Da ist schon wieder was Betoniertes hier. Schaut mal hier, Leute. Da haben wir doch schon wieder was. An der Seite einfach nur so Bruchsteine dran gelegt. Und hier ist doch tatsächlich ein Bunker. Aber der Leitstand, nee, der Leitstand kann das nicht sein. Das ist was anderes bestimmt. Weil der zeigt jetzt hier in die falsche Richtung. Da unten war das andere Gebäude. Das ist die falsche Richtung. Das ist nicht der Leitstand hier. Ja, gucken wir ringsrum, was wir da noch so finden können jetzt. Oha, Leute, wir sind jetzt hier in der ersten Bettung. Das ist jetzt das Dach von diesem Bunker, der hier vorne gestanden hat. Das könnte der Munitionsbunker oder regulär der Unterstand sein für die Bedienmannschaft hier. Und schaut euch das mal bitte an. Hier ist noch der Ring drin, der das Ganze abgrenzt. Hier geht es höchstwahrscheinlich zum Deckungsgraben. Und schaut euch das mal an. Hier ist der Sockel und alles noch drin. Das ist auch selten. Das ist auch selten, Leute. Guckt euch das mal an hier. Hier ist der Zapfen, wo das aufgesetzt gewesen ist. Das hat man meistens auch schon nicht mehr. Und schaut euch das mal an hier. Hier habt ihr noch die Nieten. Vielleicht sehen wir noch irgendwo ein Datum. Das machen sie meistens auch irgendwo. Das müsste man jetzt alles mal ein bisschen frei machen hier. Aber schaut euch das mal an, wie das hier vernietet ist. Ja, es geht hier rum. Das ist eine der Bettungen für eine der großen 15,5 cm Kanonen. Was ist das denn hier noch? Irgendein Anschluss? Also insgesamt gibt es 4 Stück. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo mein kleiner Sporensucher geblieben ist.
Den darf ich hier nicht abhanden kommen lassen. Weil das Gelände wird jetzt hier schon wieder ein bisschen tricky. So, auf der Suche nach Mella habe ich jetzt hier noch einen kleinen Beobachtungsposten gefunden. Hier kann man rausschauen an der Seite Richtung See und das wäre jetzt der See zugewandt. Hier, wie gesagt, kann man alle kreuzenden Schiffe beobachten und halt entsprechend reagieren. Und ich glaube mal, der Beobachtungsstand, der wird an dem Grabensystem angeschlossen worden sein und geht irgendwo hier hinten her. Aber das ist schon wieder alles hier sehr, sehr schlecht einzusehen. So. Okay. Ja. Hier könnt ihr das sehen. Hier geht es im Prinzip zu dem Beobachtungsstand. Da ist auch noch eine Nische, die man reingemacht hat. Und vielleicht hat man hier auch Maschinengewehr positioniert. Kann auch sein. Und halt einfach beobachtet. Oh, meine Güte. So, irgendwie ist mir Mella abhanden vorgekommen. Ich muss hier erstmal hier eben kurz suchen. Oh. Da hinten hat sich die kleine Maus versteckt. Ich rammel hier schon wieder durchs Unterholz. Oh. Okay. Da hast du dich versteckt. Habe dich schon gesucht. Schaut mal, Melanie hat auch eine der großen Bettungen gefunden. Und die ist sogar noch ein bisschen freigeräumter für uns. Aber auch interessant, wie das jetzt hier gebaut ist. Weil das ist so eckig hier. Das müsste wahrscheinlich das östlichste von den Geschützen sein. Und hier seht ihr jetzt auch noch mal richtig gut den Sockel. Das haben sie alles noch drin gelassen. Der Metallrahmen verankert und dann hier Beton rein, damit das hier vernünftig steht. Ach so, und da wird das eine Teil, was wir oben gesehen haben, bei dem Scheinwerfer keine Trassierstange gewesen sein, sondern hier diesen Begrenzungsring um die Bettung. Ja, und hier gehen nämlich dann die Gräben zum Teil her, die Deckungsgräben. Da unten geht es nämlich rein. Da können wir vielleicht auch noch mal eben kurz rein. Ja, leider ist das hier ein bisschen zugemüllt. Ja, aber so wie das aussieht, sind das wieder diese Versorgungsräume rings um die Bettung, was ihr ja so schon kennt, wenn ihr unseren Kanal verfolgt, was man halt rund um die Bettung halt eingerichtet hat für Versorgungsgüter, also hauptsächlich Munition und ähnliche Sachen. So, schauen wir mal, was hier ist. Ist auf jeden Fall ein größerer Raum. Ist so ein bisschen länglich. Man sieht hier auch ganz gut, hier ist eine Tür dran gewesen. Opa. Hier unten ist auch noch irgendein Metallteil. Und dann geht es hier so weg. Ist auch ungewöhnlich. Diese Form jetzt hier. Merkwürdig. So Leute, jetzt sind wir noch mal hier an diesem einen Bunker.
den ich von da vorne gesehen hatte, der etwas größer scheint. Mal gucken, ob wir uns hier reinquetschen können. Wir gucken lieber erstmal, ob wir jetzt von der Seite da auch reinkommen. Weil das scheint mir hier nämlich jetzt der Deckungsgraben zu sein. So, Deckungsgraben. Für den einen oder anderen, dem das jetzt hier nichts sagt. Nee. Also das sind Verbindungsgräben, die halt eine Überdeckung haben, um von der einen Batterie bzw. von der einen Stellung zur nächsten Stellung zu kommen, ohne jetzt am freien Himmel zu sein und da zumindest einen entsprechenden Schutz zu haben. Aber hier sind zum Beispiel noch die ganzen Verkleidungen drin, die Holzverkleidungen. Hier geht eine Treppe runter. Oh, hui, das ist ja mal ein mächtiges Heinrichsblech hier. Dann wird das ein Bereich sein, wo sie halt Munition gelagert haben. Oder Verbrauchsgüter, ja, das kann man halt immer nie genau sagen. Ich gucke wieder mal ein bisschen so auf den Boden, ob hier irgendwas liegt, was die Zeit überdauert hat. Das ist immer ganz wichtig. Es könnte ja noch das eine oder andere Relikt da sein. Das weiß man nicht. Das hat man schon häufiger auch nach über 80 Jahren bewiesen. So Leute, wir gehen immer noch nicht in den Bunker, denn Melanie hat den Leitstand entdeckt. Und hier unten sehe ich auch wieder eine Menge Beton. Guck mal, dieser Beton hier unten mit diesen zwei Sockeln da, das haben wir auch schon mal so gesehen. Boah. Das ist mal wieder ein Mordsklopper. Und er ist auch nicht zugemacht, also zugemacht, dass hier die Observationsmöglichkeit verschlossen wurde, die Schaden. Okay. Oh, jetzt sogar noch ein Datum. Juli 1904. Ja, den Rest kann man sich denken. Vermutlich wird das 41 sein. Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die sich hier verewigt haben. Boah. Ja, das ist echt ein bisschen merkwürdig. Das wäre natürlich toll, wenn man jetzt das Original nochmal findet. Also wenn es Originalfotos dazu gibt. Weil wir uns jetzt auch gerade gefragt haben, vermutlich ist hier nicht nur die Zahl, die fehlt, die man abgemacht hat, sondern vielleicht war hier noch ein Hakenkreuz oder eine ähnliche Zeichnung dran, weil alles hier auf diesem Bunker ist intakt, ist wirklich alles intakt. Es fehlt aber nur hier großflächig an diesem Bereich die erste Schicht, sage ich jetzt mal hier, der erste 1,5 Zentimeter hier, dass man das hier abgemacht hat, vielleicht war hier ein Adler, ein Hakenkreuz oder ähnliches, dass man das halt mitgenommen hat. Hm? Da ist der Eingang. Ja, Melanie hat auch schon direkt den Eingang, aber wer weiß, vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, beziehungsweise hat sogar das Originalfoto. Gibt es ja mitunter, dass die Soldaten in Langeweile, der ein oder andere hatte doch mal ein Fotoapparat früher gehabt und hat von der Umgebung dann halt Fotos gemacht, obwohl es halt auch nicht erlaubt war. Aber ja, schade, weil es ist irgendwie merkwürdig. Also man denkt halt immer einen Schritt weiter. Es kann natürlich jetzt auch vollkommen Banane sein und das ist hier einfach alles abgeplatzt. Aber irgendwie ist man in der Geschichte so drin, dass da, also heutzutage wird halt alles mitgenommen. Ne? Das ist halt jedes Etikett, jede Seriennummer, von jeder Tür. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich sehe gerade, hier hat noch einer sein Pickpot, ein Wehrmachtssoldat, sein Pickpot vergessen, Schatz. Hast du den gesehen?
Schaut mal, Leute. Ja, das ist so ein Geocache ist das hier. Okay. Aber den hatten wir auch zu Bundeswehrzeiten gehabt. Aber ich glaube, die Version hat sich nicht großartig geändert. Also der Wehrmacht waren diese Dinger, sahen die auch nicht anders aus. So, hier oben über den Leitstand haben wir hier jetzt nochmal eine schöne Sicht, wie das ganze Grabensystem hier geht. Ich glaube, hier geht es jetzt in den Leitstand rein. Hier haben wir das Grabensystem, was hier mit dem Bruchstein ausgekleidet ist. Das geht hier hinten rum. Da wird noch so ein Wirtschaftsgebäude sein. Und da ist noch ein weiteres Gebäude. Genau, Melanie hat es gerade gesagt, es ist so terrassenförmig aufgebaut. Das ist auch der Unterschied wieder, oder das Spannende, sage ich jetzt mal, zu den Anlagen jetzt in Frankreich, weil man hier nicht so einer festen Struktur nachgehen konnte, sondern man musste sich so ein bisschen der Landschaft halt anpassen. Hier ist mit 2 so Säulen drin. Ich weiß aber auch nicht, ob die original sind, aber vermutlich schon. Für so einen kleinen Raum betoniert. Hier oben auf dieser Mauer, was ja auch irgendwie so ein Funktionsgebäude sein muss, haben wir in der Tat jetzt gerade noch ein paar Relikte gesehen. Mal gucken, ob ich da jetzt hier rüber komme. Ich weiß auch nicht, ob da... Auf jeden Fall so ein paar Kleinstrelikte. Ich dachte jetzt erst ein Teil von der Erkennungsmarke, aber das kann nicht sein. Das ist nicht so ein Material. Aber hier alte Ketten, alte Kettenglieder auch total verrostet. Und hier noch so eine Stange. So wieder ein paar Relikte. Und hier unten ist sogar noch, ja, keine Ahnung, was das wieder ist. Auch wieder was Undefinierbares. Auf geht's in den Leitstand. Hallo. Fürs Maschinengewehr, also ich wäre jetzt schon tot, so gesehen, ne? Klar. Also ich gehöre zu der Wachmannschaft. Boah. Ja, es ist natürlich alles raus. Okay, ich gucke hier nochmal eben an der Seite einmal. Oh, hier ist wieder so ein Heinrichsblech. Ach, hier ist sogar noch so eine Klappe. Das ist ja auch mal wieder was anderes hier. Aber das ist auch alles schon wieder so festgebacken, das kriege ich gar nicht auf. Oha, wo bist du denn? Was ist das denn hier für ein Gemälde? Aber ich schaffe nicht die Kurve hier oben irgendwie. Nee? Soll ich mal hochklettern und dich hochziehen? Nein. Okay. Gucken wir mal eben kurz hier. Ist natürlich auch wieder der ein oder andere Müll drin, aber im Grunde ja, ist es halt ein Bunker. Ne?
Das ist ja klar. Aber man hat hier zum Teil noch die alten Kabel. Auch nicht schlecht. So. Und jetzt gucken wir mal hier hoch. Das habe ich so aber auch noch an keinem Leitstand gehabt. Ja, Leute, wir sind oben. Das war mal was ganz anderes. In diesen Leitstand so hoch zu kommen, also 2 Stiegen, die hier hochgehen. Hier konnte man sich jeweils festhalten. Wahrscheinlich 2, um schnell hoch und runter, also dass mehrere Soldaten hoch und runter gehen konnten. Und jetzt ist man doch hier ziemlich weit unten. Eigentlich ist das schon immer in Sichthöhe gewesen, oben die Sichtschlitze. Wie als ob jetzt hier eine Ebene fehlt, aber es kann sein, dass der Entfernungsmesser oder Scherenfernrohr, je nachdem, einfach tiefer lagen. Hier sind ja auch noch irgendwelche Winkel festgemacht. Ein bisschen merkwürdig, aber dann sieht man halt mal wieder doch, wie unterschiedlich das Ganze halt ist. Ne? Bestimmt dumm ist gebaut, das weiß ich schon nicht, wie ich runterkommen soll. So, wir sind jetzt einmal um den Leitstand drumherum gegangen. Der steht hier. Und hier scheint es jetzt so, als ob das jetzt hier abwärts geht. Ei, ei, ei. Da liegen, glaube ich, auch noch Relikte da unten. Boah, guck dir das mal an, ey. Ich glaube, hier geht es zu den Deckungsgräben. Dass die das hier mit reingemacht haben. Pass auf, das ist rutschig. Ho, ho, ho. Hier liegen wirklich noch Sachen. Das sieht cool aus. Boah, hier geht's noch weiter runter. Eieiei. Jetzt haben wir wieder was gefunden. Ich sag's ja, der Atlantikwall in Norwegen, da kann ich mich echt nur immer wieder wiederholen. Der ist so spannend. Das sieht richtig cool aus. Also Leute, wir sind drin. Jetzt gehen wir einfach noch ein Stückchen runter. Das muss ja hier irgendwas... Boah. Da hinten kann das erkennen. Da geht's weiter. Ja, ich muss immer ein bisschen gucken hier. Also ist jetzt gerade alles so schlickig und rutschig. Zack. Also hier war wieder auch irgendwas geziegelt hier drin. Holz. Ohne Ende. Ich gucke mal kurz auf die andere Seite. Ja, da hast du recht. Also wir haben auch ein Video auf unserem Kanal, wo wir in einem Torpedobunker gewesen sind, auch der Deutschen, am Atlantikwall, auch in Norwegen. Und es hatte ähnliche Vibes. Sei schön vorsichtig. Oha. Das ist richtig krass hier. Und hier ging es mal weiter. Entweder war hier der Zugang in den Graben oder es führte noch woanders hin. Oh, warum haben die das hier so zugemacht? Entweder ging das halt noch tiefer rein. Tja. Ich weiß jetzt nicht, ob man das von außen sieht. Trotzdem gibt es hier überall noch Relikte. Oh,
Wieder so ein Metallteil. Vielleicht von der Fassung irgendwie. Drähte ohne Ende. Auch hier unten liegen richtig viele alte Nägel rum. Also die sind schon richtig fertig. Irgendwas Großes noch. Gut, hier wird es jetzt auch schwer, wenn man jetzt hier die Sondel auspacken würde. Die schlägt hier aller Nase lang an. Auch hier noch so ein großer, keine Ahnung, Nagel. Ein Riesending. Tja, für was sie das dann genutzt haben? Tja, einfach so als Luftschutzstollen, würde ich mal fast sagen. Von der Überdeckung her hat das dann vielleicht in den ihren Augen ausgereicht. Aber interessant. So Leute, das war's hier im Prinzip wieder mit unserer kleinen Erkundung der Heeresküstenbatterie. Und ja, wir hoffen einfach, dass es euch gefallen hat. Es waren wieder ein paar spannende Sachen dabei. Wir haben jetzt nicht alle Bettungen euch gezeigt, weil wie gesagt, das wiederholt sich einfach nur das Ganze und ist dann sicherlich nicht mehr so spannend für euch. Aber das, was es auf jeden Fall zu sehen gab und was interessant ist, haben wir euch letztendlich gezeigt. Was ganz interessant war, war wie gesagt der Schriftzug. Ja, vielleicht, ich denke mal eher nicht, aber vielleicht hat irgendjemand von euch mal durch Zufall von dieser Anlage ein altes, ein historisches Foto gesehen, wo vielleicht so der Schriftzug zu sehen ist, um das zu verifizieren, was da letztendlich komplett stand, ob da jetzt nur die Jahreszahl stande oder ob da noch mehr stande. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Auch der Leitstand an sich, wie man jetzt da hochgegangen ist und alles, war auch wieder was anderes. Und ja, wie gesagt, wir werden hier noch einige Sachen jetzt erkunden hier im Norden, was den Atlantikwall anbelangt. Deshalb auf jeden Fall dranbleiben, ein Däumchen geben. Abo ist gerne gesehen, vollkommen kostenlos. Da passiert euch gar nichts. Ihr schließt damit überhaupt nichts ab, sondern ihr werdet einfach nur erinnert, wenn bei uns auf dem Kanal ein neues Video erscheint. Deshalb auch die Glocke aktivieren, sonst passiert es nämlich nicht. So, dann nächstes Video anschauen und wir sehen uns auch im nächsten Video. Also macht's gut. Ciao.